is an intimate relationship between black hole physics and quantum computing. It's really strange, a remarkable thing for me. Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Der Physiker Brian Cox hat etwas Beunruhigendes über Microsofts Quantenchip-Innovation herausgefunden, das so radikal ist, dass es unser Verständnis des Universums verändern könnte. Inzwischen haben Wissenschaftler 7 Sterne entdeckt, die von außerirdischen Megastrukturen umgeben sein könnten. Von schwarzen Löchern bis hin zu Bedrohungen der Cybersicherheit. Quantensprünge schreiben die Regeln der Existenz neu. Die Frage ist, sind wir bereit? Brian Cox Erstaunen über den Quantendurchbruch. Der renommierte Physiker Brian Cox, der für seine fesselnden Erklärungen des Universums bekannt ist, war noch nie jemand, der vor den Wundern der Wissenschaft zurückschreckte. Doch selbst er konnte seinen Schock über die Auswirkungen von Microsofts Durchbruch im Quantencomputing nicht verbergen. Als Cox die Entdeckung des Microsoft-Quantenchips als erschreckend bezeichnete, war das nicht nur eine beiläufige Bemerkung. Es war eine ernüchternde Erkenntnis darüber, wie tiefgreifend diese Technologie nicht nur unser Verständnis der Realität, sondern auch die Strukturen der Macht und die Zukunft der Menschheit verändern könnte. Im Mittelpunkt von Cox Erstaunen steht der Majorana-1-Chip von Microsoft, ein Quantenprozessor, der auf einem neuen Zustand der topologischen Phase basiert. Die Entdeckung dreht sich um ein Teilchen namens Majorana-Fermion, das erstmals 1937 theoretisch beschrieben wurde, aber bis jetzt nicht zu finden war. Dieses Teilchen, das sein eigenes Antiteilchen ist der Grundstein für topologische Qubits, die nicht nur stabil, sondern auch immun gegen die Fehler sind, die herkömmliche Quantencomputersysteme plagen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Qubits, die notorisch zerbrechlich und fehleranfällig sind, bieten topologische Qubits einen weitaus zuverlässigeren und skalierbaren Ansatz für Quantenberechnungen. Dieser Durchbruch wurde als eine der monumentalsten Errungenschaften auf diesem Gebiet gepriesen. Für Cox geht die Aufregung jedoch über das technische Wunderwerk hinaus. Es ist das riesige, unerforschte Potenzial, das diese Quantencomputer freisetzen könnten. Quantencomputer wie der Majorana-1-Chip können molekulare Wechselwirkungen bei der Arzneimittelentdeckung simulieren, selbstheilende Materialien entwerfen und existenzielle Umweltprobleme wie die Beseitigung von Mikroplastik oder giftigen Chemikalien lösen, was klassische Computer und sogar Supercomputer nicht können. Sie könnten die verblüffende Komplexität von Quantensystemen verarbeiten und Probleme lösen, die bisher als unmöglich galten. Doch hinter diesen Versprechungen verbirgt sich die dunkle Seite der Quanteninformatik, die Cox nicht ignorieren konnte. Während diese Maschinen unlösbare Probleme knacken können, könnten sie auch eine ernste Bedrohung für globale Systeme darstellen, insbesondere für die Cybersicherheit. Derzeitige Verschlüsselungsmethoden wie RSA und AES stoßen an die rechnerischen Grenzen klassischer Computer. Ein fortschrittlicher Quantencomputer könnte diese Verschlüsselungen jedoch in Sekundenschnelle knacken, wodurch sensible Informationen offengelegt würden und alles von der Privatsphäre bis zur nationalen Sicherheit bedroht wäre. Cox' Reaktion bringt das zweischneidige Schwert der Innovation auf den Punkt. Auf der einen Seite stellt das Quantencomputing den Höhepunkt menschlicher Leistung dar und könnte die Geheimnisse des Universums lüften. Auf der anderen Seite öffnet es die Büchse der Pandora mit ethischen, philosophischen und existenziellen Fragen. Was bedeutet es, über eine solch immense Rechenleistung zu verfügen? Kann die Menschheit einen verantwortungsvollen Umgang mit ihr gewährleisten? Und was vielleicht am erschreckendsten ist, sind wir auf die Art von Realität vorbereitet, die das Quantencomputing offenbaren wird? Das Quantencomputing ist nicht nur eine technologische Verbesserung, sondern zwingt uns, nicht nur die Zukunft der Wissenschaft, sondern auch unseren Platz im Universum zu überdenken. Nie dagewesene Macht. Die Quanteninformatik stellt einen gewaltigen Sprung in der Art und Weise dar, wie wir mit Informationen umgehen. Und der Begriff nie dagewesene Leistung ist keine Übertreibung. Im Gegensatz zu klassischen Computern, die Informationen linear mit Bits 1n und 0n verarbeiten, arbeiten Quantencomputer mit Qubits, die dank der Prinzipien der Quantenmechanik in mehreren Zuständen gleichzeitig existieren können. Dank dieser einzigartigen Fähigkeit sind Quantencomputer in der Lage, Probleme zu lösen, für die klassische Systeme Millionen oder sogar Milliarden von Jahren benötigen würden. Diese Fähigkeit birgt jedoch sowohl aufregende Chancen als auch ernüchternde Risiken in sich. Der Kern der Leistung von Quantencomputern ist das Konzept der Superposition.
Ein Qubit hat nicht nur einen Wert von 0 oder 1, sondern kann beides gleichzeitig sein und alle möglichen Ergebnisse gleichzeitig erforschen. Dies ermöglicht es Quantencomputern, riesige Datenmengen parallel und nicht sequenziell zu verarbeiten. Um dies zu veranschaulichen, betrachten Sie die Lösung eines vierstelligen PIN-Codes. Ein klassischer Computer würde jede Kombination einzeln testen, während ein Quantencomputer alle Möglichkeiten auf einmal analysieren und die Lösung fast augenblicklich eingrenzen könnte. Nun kann man das auf Probleme mit Millionen von Variablen übertragen. B. Die Simulation molekularer Interaktionen für die Arzneimittelentdeckung oder die Optimierung von Lieferketten mit unzähligen beweglichen Teilen. Das sind Aufgaben, die selbst die fortschrittlichsten Supercomputer nur mit Mühe innerhalb der Lebenszeit des Universums bewältigen könnten. Aber die Superposition ist nicht der einzige Trick, den das Quantencomputing zu bieten hat. Die Verschränkung, ein weiteres Quantenphänomen, ermöglicht es Qubits, unabhängig von der Entfernung miteinander verbunden zu bleiben. Das bedeutet, dass der Zustand eines Qubits ein anderes sofort beeinflussen kann, was schnellere und effizientere Berechnungen ermöglicht. Darüber hinaus wird die Interferenz genutzt, um korrekte Lösungen zu verstärken und Fehler auszulöschen, wodurch sich Quantencomputer hervorragend für die Lösung komplexer Optimierungsprobleme eignen. Die potenziellen Anwendungen dieser Leistung sind umwälzend. In der Medizin könnten Quantencomputer das Verhalten von Proteinen und Molekülen mit nie dagewesener Präzision simulieren und so die Entwicklung lebensrettender Medikamente beschleunigen. In der Materialwissenschaft könnten sie dazu beitragen, neue Materialien mit revolutionären Eigenschaften zu entwickeln. Von selbstheilenden Materialien bis hin zu ultraeffizienten Batterien. Sogar die Klimamodellierung könnte davon profitieren, da Quantensysteme die unzähligen Variablen der Ökosysteme der Erde verarbeiten können, um die Auswirkungen des Klimawandels vorherzusagen und abzumildern. Allerdings birgt diese Macht auch erhebliche Risiken. Eine der unmittelbarsten Sorgen ist die Cybersicherheit. Moderne Verschlüsselungsprotokolle wie RSA beruhen auf der Schwierigkeit, große Primzahlen zu faktorisieren, ein Problem, das für klassische Computer nahezu unlösbar ist. Quantencomputer, die den Shor-Algorithmus verwenden, könnten diese Codes innerhalb von Sekunden knacken und damit die heutigen Verschlüsselungsmethoden überflüssig machen. Das bedeutet, dass Finanzsysteme, die Kommunikation von Behörden und persönliche Daten angreifbar werden könnten, wenn nicht neue quantensichere Verschlüsselungsprotokolle entwickelt und allgemein eingeführt werden. Außerdem wirft die schiere Rechenleistung von Quantensystemen philosophische und ethische Bedenken auf. Wenn Quantencomputer die Realität selbst bis hinunter zur atomaren Ebene simulieren können, welche Auswirkungen hat dies auf unser Verständnis des freien Willens, der Individualität und sogar des Wesens der Existenz? Einige Physiker, wie Brian Cox, haben vorgeschlagen, dass Quantencomputer eines Tages das Universum selbst simulieren könnten, was die Frage aufwirft, ob unsere Realität tatsächlich eine Simulation ist. Trotz dieser Herausforderungen ist das Versprechen der Quanteninformatik zu groß, um es zu ignorieren. Unternehmen wie Microsoft und Google arbeiten mit Hochdruck daran, diese Leistung nutzbar zu machen. Der Majorana-Chip von Microsoft setzt neue Maßstäbe in Sachen Skalierbarkeit und Stabilität. Mit der Möglichkeit, über 1 Million Qubits auf einem einzigen Chip unterzubringen, ist diese Technologie in der Lage, die Quantenrevolution zu beschleunigen. Bei der Erschließung dieser beispiellosen Rechenleistung müssen wir jedoch vorsichtig vorgehen und ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Verantwortung finden, um sicherzustellen, dass sie der Menschheit zugutekommt und gleichzeitig mögliche Risiken minimiert werden. Störung der Kryptographie und der globalen Datensicherheit. Die Quanteninformatik könnte alle bisherigen Annahmen über die Sicherheit von Informationen auf den Kopf stellen. Heute dreht sich der größte Teil des digitalen Datenschutzes um kryptografische Algorithmen, die für klassische Computer zu langwierig sind, um sie innerhalb eines praktischen Zeitrahmens zu knacken. Die einzigartigen Eigenschaften von Quantencomputern, insbesondere ihre Fähigkeit, Algorithmen wie den von Shor auszuführen, könnten sie jedoch in die Lage versetzen, riesige Zahlen fast augenblicklich zu faktorisieren. Das ist eine große Sache. Denn wenn ein Quantensystem die RSA- oder ECC-Verschlüsselung knacken kann, wären Online-Banking, Behördendaten und persönliche Kommunikation für Diebstahl oder Manipulationen weit offen. Quantencomputer machen sich Verschränkung und Überlagerung zunutze, sodass sie viele Möglichkeiten gleichzeitig auswerten können.
Dank dieser Parallelität können sie innerhalb von Minuten oder Stunden Aufgaben bewältigen, die mit der bestehenden Technologie niemals gelöst werden könnten. Infolgedessen könnten die Sicherheitssysteme, die E-Mail-Konten und Unternehmensnetzwerke schützen, auf gefährliche Weise veraltet sein. Aus diesem Grund befürchten Cybersicherheitsexperten, dass Angreifer verschlüsselte Daten jetzt sammeln und hoffen, sie mit Hilfe der Quantenenergie entschlüsseln zu können, sobald sie auftauchen. Regierungen auf der ganzen Welt sind sich dieser Bedrohung bewusst, sodass ein Wettlauf um die Entwicklung neuer kryptografischer Standards im Gange ist, die gegen Quantenangriffe resistent sind. Diese Post-Quantum-Algorithmen stützen sich auf mathematische Probleme, von denen man annimmt, dass sie quantenbasierten Lösungen widerstehen. Das National Institute of Standards and Technology, NIST, in den Vereinigten Staaten prüft bereits mehrere Kandidaten, um ein aktualisiertes Verschlüsselungsprotokoll zu erstellen. Durch die Umstellung auf Post-Quantum-Kryptographie können Unternehmen sicherstellen, dass sensible Daten auch in einer Zukunft voller Quantencomputer sicher bleiben. Die Störung geht jedoch über die Verschlüsselung hinaus. Quantennetzwerke könnten Übertragungen durch die Verteilung von Quantenschlüsseln absichern und so das Abhören nahezu unmöglich machen. In der Zwischenzeit könnten Kriminelle die Quantentechnologie nutzen, um den Strafverfolgungsbehörden einen Schritt voraus zu sein und so ein Katz-und-Maus-Spiel mit hohem Einsatz in der digitalen Sphäre veranstalten. Dieses Wettrüsten unterstreicht die vielschichtigen Auswirkungen der Quanteninnovation. Um sich auf das Quantenzeitalter vorzubereiten, ist eine umfassende Zusammenarbeit der Industrie unerlässlich. Cloud-Anbieter können hybride Lösungen anbieten, bei denen klassische Server mit Quantenkoprozessoren kombiniert werden. Die Ausbildung neuer Ingenieure in quantensicherer Verschlüsselung wird ebenfalls dazu beitragen, die Talentlücke zu schließen. Letztendlich bedroht das Quantencomputing zwar bestehende Systeme, zwingt uns aber auch dazu, die Sicherheit von Grund auf neu zu konzipieren. Wenn wir uns dieser Herausforderung stellen, können wir eine sicherere globale Infrastruktur schaffen, die für die bevorstehenden massiven Veränderungen in der Datenverarbeitung gerüstet ist. Mit Zusammenarbeit, Innovation und Planung ist die Zukunft der Datensicherheit vielversprechend. Ein Gleichgewicht zwischen Hoffnung und Angst. Die Quanteninformatik hat eine Welle der Begeisterung und Beunruhigung gleichermaßen ausgelöst. Ihr Potenzial, die Industrie zu revolutionieren, bisher unlösbare Probleme zu lösen und die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln, ist beeindruckend. Doch wie der Physiker Brian Cox und andere warnen, birgt diese außergewöhnliche Leistung auch Risiken, die unsere Welt in einer Weise verändern könnten, auf die wir vielleicht nicht vorbereitet sind. Um im Quantenzeitalter ein Gleichgewicht zwischen Hoffnung und Angst zu finden, muss man sowohl die Verheißungen verstehen als auch die Gefahren nüchtern anerkennen. Auf der hoffnungsvollen Seite stehen die Durchbrüche in der Quanteninformatik, wie der Majorana-1-Chip von Microsoft, die die Tür zu bemerkenswerten Fortschritten öffnen. Mit Millionen von Qubits auf einem einzigen Chip könnten Quantencomputer molekulare Interaktionen mit nie dagewesener Präzision simulieren und so zu Durchbrüchen in der Medizin führen, etwa bei der Heilung von Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer. In der Materialwissenschaft könnten diese Maschinen selbst heilende Materialien entwerfen oder Katalysatoren zur Beseitigung von Mikroplastik und Chemikalien für immer entwickeln und damit dringende Umweltprobleme angehen. Quantensimulationen könnten auch die Klimamodellierung revolutionieren und politische Entscheidungsträger in die Lage versetzen, präzise, datengestützte Entscheidungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu treffen. Das Potenzial für Gutes ist immens, und das Quantenzeitalter könnte zu einer entscheidenden Ära des Fortschritts werden. Doch neben diesen Versprechungen liegt auch ein Schatten der Angst. Die gleiche Kraft, die es Quantencomputern ermöglicht, komplexe Probleme zu lösen, droht auch die globale Stabilität zu stören. Eine der größten Sorgen ist die Cybersicherheit. Aktuelle Verschlüsselungsmethoden wie RSA beruhen auf mathematischen Problemen, die klassische Computer nicht in einem praktischen Zeitrahmen lösen können. Quantencomputer, die Algorithmen wie die von Shor verwenden, könnten diese Verschlüsselungen in Sekundenschnelle knacken, wodurch Finanzsysteme, die Kommunikation von Regierungen und persönliche Daten angreifbar würden. Dies hat einen weltweiten Wettlauf um die Entwicklung eines quantensicheren Verschlüsselungsprotokolls ausgelöst. Aber der Übergang wird Jahre dauern und eine gefährliche Lücke hinterlassen. Über die Cybersicherheit hinaus sind die philosophischen und ethischen Implikationen tiefgreifend.
Quantencomputer könnten die Realität selbst simulieren und unser Verständnis von Existenz und freiem Willen in Frage stellen. Sie könnten auch als Waffe eingesetzt werden, um fortschrittliche autonome Systeme zu ermöglichen oder Volkswirtschaften zu destabilisieren. Die Struktur der Gesellschaft könnte von denjenigen, die diese Technologie kontrollieren, umgestaltet werden, was Fragen zu Gerechtigkeit, Privatsphäre und globaler Machtdynamik aufwirft. Der Ausgleich zwischen Hoffnung und Angst erfordert proaktive Maßnahmen. Regierungen, Wissenschaftler und Unternehmen müssen zusammenarbeiten, um ethische Richtlinien zu schaffen, quantensichere Verschlüsselung und internationale Vereinbarungen, um Missbrauch zu verhindern. Auch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft informiert und an den Entscheidungen, die diese Technologie prägen, beteiligt bleibt. Die Quantenrevolution ist da, und die Art und Weise, wie wir sie bewältigen, wird darüber entscheiden, ob sie zum größten Fortschrittsinstrument der Menschheit wird oder unvorhersehbare Folgen nach sich zieht. Die Simulationshypothese und das Quantengewebe der Realität. Die Simulationshypothese, die Vorstellung, dass unsere Realität ein kompliziertes, künstliches Konstrukt sein könnte, ist seit langem eine Quelle der philosophischen Faszination. Doch mit dem Aufkommen des Quantencomputers gewinnt das, was einst spekulativ war, nun unerwartetes wissenschaftliches Gewicht. Die Quantenmechanik, die Grundlage der Quanteninformatik, beruht auf Prinzipien, die sich der klassischen Intuition entziehen. Überlagerung, Verschränkung und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dies sind nicht nur abstrakte Konzepte, sondern die grundlegenden Regeln, die die Realität im kleinsten Maßstab bestimmen. Aber könnten sie auch auf eine tiefere Rechenstruktur hindeuten, die dem Universum selbst zugrunde liegt? Hier kommt der Majorana-1-Chip von Microsoft ins Spiel. Dieser Quantenprozessor wurde entwickelt, um die rätselhaften Eigenschaften der Majorana-Fermionen zu nutzen, und erreicht damit etwas, das bisher als unmöglich galt: ein hochstabiles, skalierbares Qubit-System. Diese Qubits, die in der Lage sind, mehrere Zustände gleichzeitig einzunehmen, ermöglichen es Quantencomputern, Phänomene zu simulieren, die für klassische Maschinen unerreichbar sind. Von der Modellierung molekularer Wechselwirkungen bis hin zur Nachbildung der Bedingungen schwarzer Löcher. Quantencomputer sind nicht nur Problemlöser, sondern auch Nachahmer der Realität. Dies wirft eine tiefgreifende Frage auf: Wenn wir in der Lage sind, komplexe Quantensysteme auf einem noch nie dagewesenen Niveau zu simulieren, könnte dann eine fortgeschrittene Zivilisation bereits dasselbe mit unserer eigenen Realität gemacht haben? Die Simulationshypothese besagt, dass, wenn es möglich ist, bewusste Wesen in einem simulierten Universum zu erschaffen, es statistisch gesehen wahrscheinlicher ist, dass wir uns bereits in einem solchen befinden, als dass wir die Ersten sind, die es erschaffen. Mit den Fortschritten in der Quanteninformatik wird diese Idee von der Science-Fiction zu einer echten wissenschaftlichen Untersuchung. Microsofts Durchbruch bei den topologischen Qubits treibt diese Vorstellung noch weiter voran. Mit dem Potenzial, immens Informationsmengen gleichzeitig zu verarbeiten, könnten künftige Quantencomputer in der Lage sein, ganze Ökosysteme, Zivilisationen oder sogar Universen zu simulieren, die nach denselben Prinzipien funktionieren wie unsere eigenen. Wenn dem so ist, wo ziehen wir dann die Grenze zwischen dem, was berechnet wird, und dem, was real ist? Doch die Auswirkungen gehen über theoretische Überlegungen hinaus. Die Quantenmechanik hat unser Verständnis des freien Willens, des Bewusstseins und der Natur der Realität schon immer in Frage gestellt. Der Wahrscheinlichkeitscharakter von Quantenzuständen lässt vermuten, dass die Realität erst dann feststeht, wenn sie beobachtet wird. Ein Prinzip, das der Verarbeitung von Daten in einer Simulation unheimlich ähnlich ist, wenn unser Universum wie ein riesiger Quantencomputer funktioniert, der ständig alle Möglichkeiten durchrechnet. Was bedeutet das dann für die Natur unserer Existenz? Der Physiker Brian Cox hat vorgeschlagen, dass solche technologischen Fortschritte uns zwingen, zu überdenken, was wir als real definieren. Der vielleicht überzeugendste Beweis für die Verbindung zwischen Quantenmechanik, Computern und Realität stammt jedoch von einem der größten Geheimnisse des Universums, den schwarzen Löchern. Schwarze Löcher sind kosmische Rätsel, die mit ihrer immensen Anziehungskraft und scheinbar unendlichen Dichte die konventionelle Physik herausfordern. Seit Jahrzehnten stehen sie auch im Mittelpunkt eines der größten Paradoxe der Wissenschaft: das Informationsproblem der schwarzen Löcher.
Nach der klassischen Physik ist alles, was in ein schwarzes Loch fällt, für immer verloren. Die Quantenmechanik behauptet jedoch das Gegenteil. Information kann nicht zerstört werden. Jüngste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass schwarze Löcher Informationen auf eine Weise speichern könnten, die mit den Prinzipien der Quanteninformatik übereinstimmt. Wenn schwarze Löcher wie riesige Quantenprozessoren funktionieren, die Daten an ihren Ereignishorizonten kodieren und verarbeiten, dann könnte die Quanteninformatik der Schlüssel zum Entschlüsseln ihrer Geheimnisse sein. Der Majorana-1-Chip von Microsoft und Fortschritte bei topologischen Qubits werden bereits zur Modellierung dieser kosmischen Ungetüme genutzt, indem sie simulieren, wie sich Quanteninformation in der Nähe eines schwarzen Lochs verhält. Beginnen Wissenschaftler zu verstehen, wie Information durch Mechanismen wie Hawking-Strahlung entweichen könnte. In einigen Experimenten wurden sogar Quantenprozessoren eingesetzt, um Verschränkungsmuster nachzubilden, die denen in der Physik der schwarzen Löcher ähneln. Ein besonders verblüffendes Konzept ist die holographische Idee, dass das gesamte dreidimensionale Universum auf einer niedrigeren Oberfläche kodiert sein könnte, ähnlich wie ein Computerprogramm auf einem Chip. Sollte dies zutreffen, würde dies bedeuten, dass alles, was wir erleben, einschließlich Raum und Zeit selbst, aus einem zugrunde liegenden Rechenprozess hervorgehen könnte. Diese Enthüllungen stoßen die Physik in unerforschtes Gebiet vor. Wenn wir mit Quantencomputern das Verhalten von schwarzen Löchern simulieren können, was könnten wir dann noch enträtseln? Die Geheimnisse der dunklen Materie, die Ursprünge des Universums, die grundlegende Natur der Raumzeit selbst? Bei der Quanteninformatik geht es nicht mehr nur um eine schnellere Verarbeitung, sondern um eine Neudefinition dessen, was wir für möglich halten. Ob wir nun in einer Simulation leben oder einfach nur die tieferen Codes des Kosmos aufdecken. Eines ist sicher: Je mehr wir in den Quantenbereich vordringen, desto seltsamer und erstaunlicher wird unser Universum. KI und Quantensynergie. Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz und Quantencomputer verschmelzen immer mehr zu einer leistungsstarken Partnerschaft, die in vielen Bereichen bahnbrechende Neuerungen verspricht. Die künstliche Intelligenz hat bereits Fortschritte in der Bilderkennung, der Sprachverarbeitung und der strategischen Entscheidungsfindung ermöglicht, während die Quanteninformatik die Prinzipien der Überlagerung und Verschränkung nutzt, um komplexe Berechnungen mit bisher unvorstellbarer Geschwindigkeit durchzuführen. Ihre Synergie hat das Potenzial, Branchen vom Gesundheitswesen bis zum Finanzwesen zu revolutionieren. Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht die Verbindung der KI-Fähigkeiten zur Mustererkennung mit der Fähigkeit des Quantencomputers, riesige Problembereiche gleichzeitig zu untersuchen. Klassische KI-Modelle stoßen selbst bei riesigen Datensätzen auf Engpässe, wenn sie mit exponentiell komplexen Szenarien konfrontiert werden. Indem sie die Parallelität von Quantensystemen nutzen, können diese Modelle viele Möglichkeiten gleichzeitig analysieren und zu Erkenntnissen gelangen, die mit klassischer Hardware unerreichbar bleiben. Dieser Vorteil könnte die Entdeckung von Medikamenten beschleunigen, indem große Molekülbibliotheken durchforstet werden, oder die Logistik auf globaler Ebene optimieren, indem Lieferketten in Echtzeit umgeleitet werden. Eine weitere überzeugende Facette ihrer Synergie betrifft das maschinelle Lernen mit Quanten. Hier werden Qubits und Quantengatter eingesetzt, um Daten auf eine Art und Weise zu speichern und zu verarbeiten, die KI-Algorithmen imitiert, jedoch mit weitaus größerer Effizienz. Mit zunehmender Forschung auf dem Gebiet der neuronalen Quantennetze sind Anwendungen wie fortgeschrittene Mustererkennung, Finanzmodellierung in Echtzeit und sogar Bildrekonstruktion bei medizinischen Scans denkbar. Die Synergie könnte auch neue kryptografische Systeme begünstigen, die quantensichere KI-Modelle ermöglichen, die gegen Hacking-Versuche von Computern der nächsten Generation resistent sind. Dennoch bleiben gewaltige Herausforderungen bestehen. Sowohl KI-Systeme als auch Quantengeräte erfordern eine akribische Fehlerkorrektur. Und der Aufbau einer quantensicheren Infrastruktur wird erhebliche Anstrengungen erfordern. Experten warnen davor, dass KI-Algorithmen, sobald der Quantenvorteil voll ausgeschöpft ist, in der Lage sein könnten, bestehende Verschlüsselungsmethoden zu knacken, was einen dringenden Bedarf an quantensicheren Standards hervorrufen würde. Darüber hinaus gibt es nach wie vor Probleme mit dem Datenschutz und algorithmischen Verzerrungen, die uns daran erinnern, dass Technologie allein nicht ausreicht. Trotz dieser Hürden ist die Verbindung von KI und Quantencomputing in der Lage, die Innovation neu zu gestalten. Regierungen, Technologiekonzerne und Forschungseinrichtungen investieren viel,
und jeder Durchbruch baut auf dem anderen auf. Von der Beschleunigung datengestützter Erkenntnisse bis hin zur Simulation der Bausteine der Natur, diese Synergie könnte neu definieren, was lösbar ist. Da die künstliche Intelligenz unsere Fähigkeit, Informationen zu interpretieren, immer weiter verfeinert und das Quantencomputing unsere Fähigkeit, sie zu verarbeiten, erweitert, sieht die Zukunft der Technologie außergewöhnlicher aus als je zuvor. Diese noch nie dagewesene Synergie könnte letztlich das gemeinsame Schicksal der Menschheit bestimmen. Globales Wettrüsten. Die Quanteninformatik hat einen intensiven globalen Wettbewerb ausgelöst, bei dem die Nationen darum wetteifern, ihr transformatives Potenzial zu erschließen. Während diese Maschinen immer näher an die realen Anwendungen heranrücken, investieren Regierungen Milliarden in die Forschung und schmieden Partnerschaften mit Tech-Giganten und Universitäten, um die technologische Vorherrschaft zu erlangen. Im Mittelpunkt dieses Wettlaufs steht die Beherrschung der Bausteine von Quantensystemen, die in der Lage sind, Probleme zu lösen, die für klassische Computer unerreichbar sind. Die Auswirkungen gehen weit über die reine Rechenleistung hinaus. Militäranalysten warnen davor, dass ein Land, das eine Quantenüberlegenheit erlangt, selbst die stärkste Verschlüsselung knacken könnte, was einen noch nie dagewesenen Zugang zu geheimen Kommunikations- und globalen Finanzsystemen ermöglichen würde. Diese drohende Realität hat eine parallele Anstrengung ausgelöst, die dringende Entwicklung einer quantensicheren Verschlüsselung, um die Cybersicherheit zu stärken, bevor die Quantenentschlüsselung Realität wird. Die Nationen gehen aggressiv vor. China hat enorme Ressourcen in die Quantenforschung gesteckt und ist in Bereichen wie der Verteilung von Quantenschlüsseln und der satellitengestützten Verschlüsselung führend. In der Zwischenzeit kontern die Vereinigten Staaten mit eigenen groß angelegten Initiativen und kanalisieren die Bundesmittel über Agenturen wie DARPA und das Energieministerium. Die Europäische Union, Japan und andere Weltmächte beschleunigen ebenfalls ihre Quantenprogramme und machen daraus ein technologisches Wettrüsten, bei dem viel auf dem Spiel steht. Doch das Wettrennen geht über die Kryptographie hinaus. Quantencomputer könnten die militärische Strategie revolutionieren. Von der Optimierung von Echtzeitentscheidungen auf dem Schlachtfeld bis zur Entwicklung von Materialien der nächsten Generation für Verteidigungsanwendungen. Die Fähigkeit, molekulare Interaktionen schnell zu simulieren, könnte zu Durchbrüchen in der Tarnkappentechnologie, bei Energiewaffen und bei KI-gesteuerten Taktiken der nächsten Generation führen. Da so viel auf dem Spiel steht, könnte selbst ein kleiner technologischer Vorsprung das Gleichgewicht der globalen Macht verändern. Die Privatwirtschaft ist ebenso engagiert. Technologiegiganten wie Microsoft, Google und IBM leisten Pionierarbeit bei der Entwicklung supraleitender Qubits, gefangener Ionen und topologischer Zustände. Diese Durchbrüche beruhen auf hochmodernen Materialien, extremen Kühltechnologien und ultrapräzisen Herstellungsmethoden. Fortschritte, die so wertvoll sind, dass sie zu streng gehüteten Geheimnissen werden, die an wissenschaftliche Rivalitäten aus der Zeit des Kalten Krieges erinnern. Doch trotz des rasanten Fortschritts sind ethische und geopolitische Bedenken nicht von der Hand zu weisen. Ohne internationale Zusammenarbeit und Sicherheitsvorkehrungen könnten Quantendurchbrüche die globale Sicherheit destabilisieren und ein digitales Chaos und wirtschaftliche Umwälzungen auslösen. Mit dem Erreichen jedes neuen Qubit-Meilensteins wird der Einsatz immer größer und die Welt steuert auf eine ungewisse Zukunft zu, in der die Quantenenergie nicht nur die Technologie, sondern auch die Grundlagen der modernen Gesellschaft verändern könnte. Radikale Fortschritte in der Medizin, der Werkstoff- und der Klimaforschung. Die Auswirkungen der Quanteninformatik auf die Medizin, die Material- und die Klimaforschung definieren bereits jetzt die Möglichkeiten in Bereichen neu, die früher durch klassische Grenzen eingeschränkt waren. In der Arzneimittelforschung können Quantensimulationen genau widerspiegeln, wie Moleküle interagieren, so dass Wissenschaftler unzählige Verbindungen in Rekordzeit virtuell testen können. Dies vereinfacht die Suche nach Heilmitteln für Krankheiten, die sich jahrelang der Behandlung entzogen haben, wie Alzheimer oder bestimmte genetische Störungen. Anstatt Experimente nach dem Trial-and-Error-Prinzip durchzuführen, können sich die Forscher auf genaue molekulare Modelle stützen, um bahnbrechende Medikamente zu entwickeln. In der Materialwissenschaft versprechen Fortschritte auf dem Gebiet der Quantenphysik die rasche Herstellung von Verbindungen, die noch nie dagewesene Eigenschaften aufweisen.
Ingenieure können Muster auf atomarer Ebene simulieren und nach Kombinationen suchen. Die extreme Haltbarkeit, Selbstheilungskräfte oder fortgeschrittene Leitfähigkeit bieten. So könnten sie beispielsweise umweltfreundliche Katalysatoren zur Reduzierung von Mikroplastik oder zum Abbau von Chemikalien für immer entdecken. Diese Innovationen resultieren aus der einzigartigen Fähigkeit von Quantensystemen, enorme Datenmengen und komplexe Wechselwirkungen zu verarbeiten, die mit klassischen Ansätzen nicht zu bewältigen sind. Die Klimamodellierung ist ein weiterer Bereich, der für radikale Verbesserungen bereit ist. Bestehende Modelle verwenden klassische Supercomputer, die durch lineare Algorithmen begrenzt sind. Im Gegensatz dazu können Quantenprozessoren ein breiteres Spektrum an atmosphärischen Variablen erfassen, was weitaus genauere langfristige Vorhersagen ermöglicht. Mit derart verfeinerten Simulationen können politische Entscheidungsträger fundiertere Entscheidungen über Themen wie Kohlenstoffemissionen oder die Bewirtschaftung von Wasserressourcen treffen und so möglicherweise Umweltkatastrophen abwenden. Diese datengestützten Erkenntnisse helfen, Vermutungen zu vermeiden und machen die Klimawissenschaft zu einer präzisen, umsetzbaren Disziplin. Grundlage für diese Durchbrüche sind topologische Qubits, die durch die Manipulation exotischer Materiezustände, wie SE, B, Majorana-Fermionen, erzeugt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Qubits sind sie von Natur aus rauschfrei, was zu weniger Fehlern und einer zuverlässigeren Skalierung führt. Mit Millionen von Qubits auf einem einzigen Chip können Forscher massive Simulationen parallel durchführen und so zu Lösungen gelangen, die früher als unmöglich galten. Diese Verschmelzung von Quantentechnologie und klassischem Rechnen bildet eine hybride Architektur, wobei jedes System spezifische Aspekte eines Problems behandelt. Diese Quantensprünge in der Leistungsfähigkeit erfordern eine verantwortungsvolle Entwicklung. Da Quantencomputer immer wichtiger werden, müssen Wissenschaftler, Regierungen und Innovatoren zusammenarbeiten. Solche Bemühungen können ethische Richtlinien, eine nachhaltige Ressourcennutzung und einen gerechten Zugang zu diesen leistungsstarken Werkzeugen gewährleisten. Richtig eingesetzt ist das Quantencomputing in der Lage, die Medizin, die Material- und Klimaforschung zu revolutionieren und den Menschen und dem Planeten greifbare Vorteile zu bringen. Mit der Zeit werden sich die Durchbrüche bei Hardware und Software intensivieren und Kooperationen über Grenzen und Disziplinen hinweg auslösen. Das Ergebnis könnte eine neue Ära der beschleunigten Entdeckung sein. Der Ruf nach Verantwortung. Die Quanteninformatik steht an einem Wendepunkt. Sie bietet Durchbrüche, die die Industrie umgestalten könnten, birgt aber auch ernsthafte ethische und sicherheitstechnische Herausforderungen. Die Fähigkeit, Verschlüsselungen zu knacken, ganze Ökosysteme zu simulieren und Bereiche wie Medizin und Finanzen zu revolutionieren, birgt sowohl Versprechen als auch Gefahren. Experten warnen davor, dass Algorithmen wie die von Shor über Nacht sensible Daten preisgeben und die globalen Finanzsysteme stören könnten. Gleichzeitig könnten Quantenfortschritte zu lebensrettenden medizinischen Behandlungen und einer intelligenteren Ressourcenverwaltung führen. Das Gleichgewicht zwischen diesen Kräften ist entscheidend. Regierungen, Forscher und Technologieunternehmen müssen zusammenarbeiten, um Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die die Sicherheit gewährleisten, ohne den Fortschritt zu bremsen. Die Verschlüsselung muss weiterentwickelt werden, um Quantenbedrohungen standhalten zu können. Und Bildungsinitiativen sollten künftige Generationen darauf vorbereiten, sich in dieser sich rasch verändernden Landschaft zurechtzufinden. Ohne eine verantwortungsvolle Aufsicht riskieren wir, dass die Quanteninformatik zu einem gefährlichen technologischen Wettrüsten wird. Der Schlüssel liegt in der Zusammenarbeit, in ethischer Voraussicht und im offenen Dialog. Wenn wir heute die richtigen Entscheidungen treffen, können wir das volle Potenzial der Quanteninformatik zum Nutzen aller freisetzen. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken, damit Sie kein Update verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video.